Nach den starken Regenfällen in der Nacht vom 27. auf den 28. Oktober 24 haben wir euch in unserem letzten Video die Auswirkungen des Torrents in Son Serra de Marina gezeigt. Wir haben eine Wasserprobe entnommen und sind zu Micha von Pooldog, einem professionellen Wasserlabor in Pagera, gefahren, um erste Analysen durchzuführen. Jetzt, nur wenige Tage später, liegen uns die Ergebnisse vor. Sie zeigen, wie gefährlich veraltete Kläranlagen und unzureichende Infrastruktur in Zeiten des Massentourismus sein können. Im folgenden Interview erklärt Micha uns, welche Keime und Belastungen wir nachweisen konnten und welche Risiken dies für Mensch und Umwelt bedeutet. Seht selbst, was unsere Analyse offenbart und warum es so wichtig ist, aufmerksam zu bleiben. Hallo Micha. Hallo. Ja, wir sind wieder hier. Am 28. Hatten wir durch starke Regenfälle in Son Serra de Marina eine Wasserprobe aus dem Torrent, der in die See mündet quasi oder ins Meer mündet, genommen und die an einem Tag später, am 29. gebracht, um sie zu analysieren. Da es sehr nach Fäkalien roch und ja, sich Anwohner beschwert hatten darüber, haben wir eine Wasserprobe genommen. Nach 48 Stunden, wie du sagtest, sind wir wieder da und ja, wollen mehr über das Ergebnis erfahren. Vielleicht fasst du noch mal kurz zusammen, was wir so eigentlich gemacht haben, welche Proben wir wie genommen haben, was das für Resultate möglicherweise dann gibt, erfahren wir dann später. Ja, also was habe ich gemacht? Also ich habe eure Proben genommen und wenn ihr das richtig gemacht habt, habt ihr die am Badestrand entnommen, denn nur da gibt es eigentlich gesetzliche Vorgaben, wo man sagen kann, in einem Badegewässer dürfen bestimmte Keimzahlen, gerade E. coli-Bakterien, nicht drin sein. Da muss man den Strand sperren. Also das ist dann so bis 1000 koloniebildende Einheiten. Also da war ja von auszugehen, weil eure sensorische Probe hat ja gesagt, das stinkt hier irgendwie zum Himmel und riecht nach Pipi-Kaka und dann könnte da auch Pipi-Kaka drin sein. So, damit man das jetzt nicht nur einfach auf seine sensorischen Sinne belässt, gibt es natürlich die Möglichkeiten, auf sogenannten Agarkulturen die Bakterien ranzuzüchten, um dann koloniebildende Einheiten zu sehen. Das habe ich gemacht und das holen wir jetzt mal aus dem Bootschrank raus. Perfekt. So, das sind eure Proben und das ist auch das Torrent. So, da hier drauf, da kannst du vielleicht dann mal ein Foto an der Stelle einblenden. Ja, mach ich. Ich mache das jetzt nicht mehr auf, weil ich habe das jetzt einmal unter Atemschutz, tatsächlich unter Atemschutz geöffnet. Das sind die Legionellen. So, Legionellen werden ja heutzutage gemessen, normalerweise so in Sporteinrichtungen, bei Duschen und so weiter. Es gibt aber auch bei Badegewässern eine Vorgabe, dass man sagt, ab wann muss man eigentlich reagieren? Und da sagt man so, ab 1000 koloniebildende Einheiten muss man reagieren. Da wird es dann gesundheitsgefährdend und das Zeug, hier habe ich die richtige Tüte dafür, weil da kommt das Zeug jetzt rein. Ich habe ja gesagt, ich könnte jetzt hier Kampfmittel produzieren. Das ist es gerade. Wir sind bei 4500 koloniebildende Einheiten Legionellen. So, wie gesagt, ich hoffe, du kannst an der Stelle so ein Foto zeigen, wo man es sehen kann. Weil, wie gesagt, ich kann das jetzt nicht mehr aufmachen, weil da müsste ich jetzt mir wieder eine Atemschutzmaske aufsetzen. Dann mache ich da ein Foto von und dann arbeiten wir auch mit KI inzwischen und werten das dann aus und die KI hat es dann gezählt, weil wenn ich da jetzt diese 4500 koloniebildende Einheiten dann zählen würde, dann hätte ich auf jeden Fall dann eine Lungenentzündung hinterher. Wahnsinn. Also heißt das im Prinzip, dass das Ergebnis hinsichtlich der Qualität im Wasser auf der Basis von Legionellen extrem übel war? Ja, also der Bereich ist schon, darf man nicht drin baden, sollte man auch nicht drin baden, ist weit über 1000 und da gibt es eigentlich auch keinen Diskussionsgrund mehr zu sagen, ja, also man kennt es ja, Legionellen sind ja eigentlich immer im Wasser, ja, das ist richtig, aber nicht 4500 koloniebildende Einheiten. So, dann haben wir die Heterophenkeime, das sind eigentlich die harmloseren Keime. Die kann ich gar nicht mehr auswerten. Das ist nur noch ein Biofilm. Das ist alles miteinander verwaschen. Auch da sind die Werte weit über 4500. Ich war ja davon ausgegangen, dass wir so einen 1000er, 2000er Bereich haben, aber das überschlägt sich da nochmal um das Doppelte. Dann haben wir noch was, wird eigentlich auch nicht gemessen, Hefe.
Bakterien. Das habe ich jetzt auch gemessen. Da seht ihr, wie eklig das aussieht. Da sind so viele Hefen drin, dass ich es auch nicht mehr auswerten kann. Wie kommt Hefe da rein? Wie ist das möglich? Hefe, ja, durch Backhefe kann das sein, das kann Bierhefe sein, das können natürliche Hefepilze sein. Also es sind eben halt Pilzkulturen, die sich da im Wasser bilden. Also es sind jetzt keine pflanzlichen Pilze, sondern eben halt die im Bier vorhanden sind. Kann man auch sagen, da waren einige Leute vorher ordentlich am Bier trinken, dann auf der Toilette und das hat sich dann da noch mal gut vermehrt. Wahnsinn. Das ist jetzt auch eher so ein Scherz, weil es gibt keine Bestimmung, die sie sagt, also wie viel das müssen bierunverträgliche Hefen eigentlich sein, wie viel darf da drin sein. Das ist nur mal, um zu zeigen, es ist was da, was normalerweise im Meerwasser überhaupt nicht vorhanden ist. Okay. Also Hefebakterien wirst du im Salzwasser nicht finden, die überleben da nicht. Also heißt das quasi, dass diese Stoffe durch den Torrent, durchs Regenwasser mitgespült wurden? Ja, genau, die sind abgespült werden. Das kann jetzt vergammeltes Obst sein. Was haben wir im Moment? Jetzt haben wir gerade die Granatäpfel. Das kann natürlich auch sein, dass da Granatäpfel mit irgendwelchen Vergammelungsspuren, also Hefepilzen, da reingekommen sind. Da müsste man sich den Torrent angucken. Stimmt das jetzt? Sehen wir da Granatäpfelbäume oder kommt es doch über die Kläranlage rein? Aber wie gesagt, das ist eine Sache, die habe ich jetzt mal nur so nebenher gemacht, um zu sehen, ist es jetzt im Meerwasser drin oder nicht? Also die Meereseinmündung ist ja sogenanntes Brackwasser, das heißt, da mischt sich das Seewasser mit dem Wasser eben halt aus dem Torrent. So, und dann haben wir jetzt hier menschliche Kacke. Also da haben wir die E. coli-Bakterien und da gilt es auch, einen Grenzwert von 1000 zu unterschreiten in einem Badegewässer. Wie gesagt, in einem offenen Badegewässer, in einem Hallenbad oder einem öffentlichen Schwimmbad oder auch in einem Freibad. Und das ist ja der Widerspruch an sich. Also wäre ein Punkt darauf, müsste ich als Wassertechniker das Hallenbad oder das Freibad sperren. Und sagen, es ist hier Handlungsbedarf. Und jetzt sagt man aber auch, weil man Außengewässer ja nicht so berücksichtigen kann, es gibt ja die ganzen Bioteiche und so weiter. Viele Leute wollen ja Naturteiche haben. Aber wenn ich bei einem Naturteich solche Werte hätte, dürfte ich da auch nicht mehr rein. Was hat das letztendlich welche Aussagekraft hat das Ergebnis jetzt, was wir hier genommen oder was du analysiert hast in deinem Wasserlabor hier bei PoolDoc? Was hat das für eine Aussagekraft hinsichtlich der Zugänglichkeit oder der Empfänglichkeit für den menschlichen Organismus oder? Gehört der Strand oder gehörte der in dem Moment gesperrt? Weil die Rotflagge hatten wir ja gesehen für 1, 2 Tage dort. Aber welche Konsequenzen hat das Ganze? Also solange die über 1000 koloniebildende Einheiten auf 10 Milliliter Wasser, so rechnet man das ja, sind, dann muss ich den Strand sperren. Alles, was über 1000 ist, muss ich vom Gesundheitsamt sagen, da darf keiner rein, da ist die Gefahr zu groß. Jetzt machen wir mal so eine kleine Zeitreise. Vielleicht erinnern sich einige von euch noch mal, was im Mittelalter war. Da haben die Leute ja direkt auf die Straße gekackt. Das wurde mit dem Regen weggespült. Und es gab so Krankheiten wie Cholera und so weiter, also die Pest und sowas. Das ist ja alles durch Unhygiene entstanden. Genau, ja. Was ich mit so ein Bad in diesem Pipi-Kaka mache, ist das Gleiche, als wenn ich im 15. Jahrhundert durch irgendeine Straße in Köln gegangen wäre, wo die auf die Straße gekackt haben. Also ich würde in diesem Wasser, wenn der Regen das wegspült, da würde ich drin baden. So, was sagt uns das? Gut ist das nicht. Es ist gefährlich, insofern hochentzündlich, das heißt, bekomme ich es in die Ohren, die Mittelohrentzündung, Blasenentzündung, Harnwegsentzündung, Augenentzündung, Schleimhautentzündung und so weiter und so fort. Das ist ja das, was dann vorprogrammiert ist. Also bei über 1000 koloniebildenden Einheiten kann ich sagen, okay, da ist die Kraft so hoch, dass der Immunsystem des Menschen das nicht mehr verarbeiten kann. Also bade ich da drin, weiß ich bade irgendwo drin, wo mein Immunsystem das nicht mehr kann. Hat jemand eine Immunschwäche, ist er anfällig, dann würde er sofort mit einer Krankheit darauf reagieren. So ein paar Bakterien tun uns ja nichts. Also die machen uns ja nichts, das schafft unser Organismus prima weg. Nur
wenn wir sagen, in einem öffentlichen Bad dürfen wir nur eine koloniebildende Einheit haben und auf mal in einem öffentlichen Gewässer bis 1000, da muss ich mir fragen, ist das in Ordnung? Und jetzt kommt jetzt ja noch das, was nicht so gemessen wird, hier. Biologische Kampfwaffe, sage ich da nur, ja. Da ist es so, wenn das aufgewirbelt wird, ich atme das ein, dann habe ich die Symptome einer Lungenentzündung. Und das ist vorprogrammiert. Bei 4500 koloniebildenden Einheiten, eben halt von Legionellen, ist es eben halt so, dass man sagen muss, no way. Also absolutes Gesundheitsrisiko. Und für mich gehört diese Probe jetzt hier in diesem Beutel. Das muss als biologisches Kampfmittel entsorgt werden. Oder ich mache das in meiner Maschine, weil ich müsste jetzt hier wirklich echt viel bezahlen für diese kleine Probe, wenn ich die als Labor entsorgen will. Und dann sagt man dann, in der Natur ist das in Ordnung? Da sage ich nein. Und was gibt es für Rückschlüsse darauf? Warum ist das so? Man kann ja sagen, wieso? Die Torrente sind ja schon immer übergelaufen. Da ist ja immer Wasser runtergelaufen. Ja, jetzt kommt aber eine Sache, was auf Mallorca hier ein ganz dickes Thema ist, der Massentourismus. Da hat nicht einer seinen Bierschiss in die Toilette gedrückt, sondern da sind es Tausende. Guckt euch doch mal an, wie viele Flieger hier auf die Insel kommen. Ja. In den 70er Jahren, das war hier nochmal, da ist dann mal ein Flieger gekommen, noch ein Flieger, das war noch verhalten. In den 50er Jahren war es noch weniger. Da gab es hier auch nur einen ganz kleinen Flughafen. Und jetzt kommen die zu Hunderten, zu Tausenden pro Tag auf die Insel. Allein wenn so ein Kreuzfahrtschiff hier anlegt mit 4.500 Passagieren, heißt das, das ist Pipi und Kaka von 4.500 Leuten. Absolut. Die sind dann da. Die machen ja nicht alle in Sonserra de Marina Urlaub. Aber es machen genügend Leute Urlaub, dass wir hier eine Situation schaffen von Fäkalien, wo man im Mittelalter gesehen hat, da gibt es die Pest und tödliche Krankheiten durch Unhygiene. Die ganzen Krankheiten sind ja durch Unhygiene entstanden. Legionellen zum Beispiel, wie entstehen die oder wie vermehren die sich? Wenn man jetzt mal davon ausgeht, wir haben sie ja jetzt schon in diesem Zugangsarm dort nachgewiesen. Wie kommen die da rein? Wie ist das möglich, dass da so eine hohe Anzahl von Legionellen nachweisbar ist? Also Legionellen habe ich ja eigentlich immer als Bakterium in Leitung, also auch im normalen Wassernetz, also das Wasser, was ich trinke, da sind immer mal ein paar Legionellen drin. Die tun auch nichts. Nicht? Also ich sag mal, ein Tropfen Pipi auf 100 Liter Wasser würde ich nicht schmecken. Ja? Aber ist das zu konzentriert? Also, vielleicht kennt ihr das ja noch von früher, da war es so, da hat die ganze Familie in einer Badewanne gebadet. Also da ist erst der Papa rein, die Mama rein, zum Schluss sind die Kinder rein und dann wurde das Wasser aus der Badewanne rausgelassen. Da hat man auch nur einmal in der Woche gebadet. Nicht gearbeitet, man hat gebadet. So. Und da war natürlich hoch konzentriert alles, was an Keim von der ganzen Familie drin gewesen ist, drin. Klar kann man sagen, das Immunsystem baut sich dann auf, schreckt sich ab. Aber ehrlich gesagt, würde heute jemand in so eine Badewanne reingehen, wo vorher schon eine ganze Familie gebadet hat? Wird sich das jemand trauen? Nein. Aber im Meer nimmt man das konzentriert, und zwar in einem Niveau des Mittelalters von der Konzentration in einer Großstadt. Ja, also das, was die direkt auf die Straße an Dreck entleert haben, das macht man. Und es gibt ja so Dinge wie das Robert-Koch-Institut, die sich mit Hygiene und so weiter beschäftigen, die sagen, Leute, denkt doch mal nach, wenn man eine Insel hat, wie hier auf Mallorca, brauche ich eine Infrastruktur. Da kann ich nicht sagen, wir holen alle her. Das ist ja mal so, es werden ja immer mehr Gäste rangeholt. Inzwischen kommen noch die Kreuzfahrtschiffe dazu. Absolut richtig, ja. Dann gibt es viele leerstehende Wohnungen, die natürlich auch wieder ein Risiko für Keimherde sind. Das kommt nochmal auf ein anderes Blatt. Aber wir haben es hier konzentriert. Immer im Sommer wollen die Leute, oder gerade wenn es die Temperaturen angenehm, wollen die auf die Insel. Und wir haben immer im Oktober auch diese Regenfälle. Oktober, November, im Januar nochmal. Den Regen brauchen wir auf der Insel, aber ich brauche keine konzentrierte Scheiße aus der ganzen Welt von irgendwelchen Leuten, die da in die Toilette ihre Exkremente entleeren. Und wir verseuchen damit ja nicht nur
unser Meer, unsere Badestrände damit. Also ich darf dann an den Tagen nicht baden. Das ist ein No-Go und das muss ich wissen. Ich kann nicht sagen, ich bin Tourist hier und nehme alles zu 100%. Ich muss alles haben. Ich habe ja meinen Urlaub bezahlt. Aber wie ist das möglich? Wo kommt es konkret her? Du wirst sicher vermuten, worauf ich hinaus will. Ich brauche eine Ursache des Bösen im Prinzip. Ja. Woher kann das theoretisch kommen? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es stark geregnet hat, der Torrent sich gefüllt hat, der womöglich übergelaufen ist oder weil er halt nicht richtig gereinigt wird oder macht der Kuckuck wissen was, halt dann alles ins Meer spült. Woher kommt diese hohe Konzentration im Wasser, die nachgewiesen ist, dass halt man davon ausgehen muss, irgendwo muss es ja herkommen. Woher kommt das konkret? Oder also woher ich kann habe es es ja kommen? schon gesagt, was wir nachgewiesen haben, sind E. coli, also Scheiße Ja. von Säugetieren. So, ich sag mal, viel Landwirtschaft haben wir da nicht mehr. Und da, wo dieser Torrent ist, was aber ganz klar ist, in diese Torrente wird bei Starkregen auch Wasser von Kläranlagen mit eingeleitet. Und das kontaminiert das Ganze. Die Kläranlagen, und das ist ja das, was ich sagen will, man kann nicht sagen, jetzt sind die Städte schuld oder die Kläranlagenbetreiber schuld. Nein, bei 100 Liter Wasser auf dem Quadratmeter heißt das eben halt, kann man sich ja hochrechnen, wie viel das ist. Und das spült dann diesen Torrent alles mit sich, was da ist. Und gleichzeitig laufen die Kläranlagen über, weil die können das ganze Abwasser aus der Kanalisation nicht mehr verarbeiten. Es gibt hier inzwischen auf der Insel auch getrennte Kanalisation, dass man sagen kann, okay, Regenwasser von der Straße wird extra abgeleitet, ist auch belastet, das muss man auch sagen, überall, wo ein Hund hingekackt hat und es jetzt mit weggespült wird, haben wir ja die E. colis von den Hunden, die wir damit ausspülen. Differenziert man E. colis, kann man die unterscheiden zwischen Hund und Mensch oder ist das Säugetier gleich? Nein, man könnte jetzt einen DNA-Test machen, dann müsste man gucken, es ist jetzt, aber wo willst du da anfangen, wo willst du da aufhören? natürlich. Bei einem Kläranwerk läuft alles zusammen und bei den Entwässerungssystemen der Straßen läuft es auch zusammen. Es ist nur aber so, dass nicht alle Entwässerungssysteme komplett getrennt sind. Teilweise laufen sie irgendwo zusammen und dann läuft das Fass wortwörtlich irgendwann über und die Scheiße wird dann den Torrent runtergespült. Und es gibt ja auch, das muss man ja auch sagen, gerade im Privatbereich haben wir hier noch nicht so, nicht alle, die ihre Kläranlagen auf neuestem Stand haben, sondern wenn da was überläuft, läuft nicht nur das von der großen städtischen Anlage über, sondern auch von der kleinen Kläranlage. Das Wasser kann auch überlaufen. Und wenn der Überlauf in den Torrent geht, ja, dann läuft alles das da über. Und wenn das Schlimme ist, normalerweise liefern die Klärwerke relativ sauberes Wasser. Bloß kein Klärwerk ist heute in der Lage, diese hohen Wassermengen aufzufangen und zu differenzieren. Und zu sagen, du bist jetzt Regenwasser, du musst da lang gespült werden, du kannst direkt raus ins Meer. Du bist Straßenwasser, das müssten wir eigentlich erstmal puffern, weil da haben wir ja, ist ja schön, dass es diese Hundekackbeutel und sowas alles gibt. Da wird ja schon eine Menge abgesammelt. Aber wir haben überall natürlich da eine Belastung. Und um das mal so zu sagen, im Mittelalter war man nicht so weit, da war man so dumm und wusste nicht, wie man hygienisch damit umgehen kann. Deswegen gab es da eben halt auch solche Krankheiten. Heute sind die Menschen wieder dumm, weil sie nur ihren Urlaubsplan sehen, aber sich keine Gedanken darüber machen, was passiert eigentlich, wenn ich auf die Toilette gehe. Das wird weggespült und ist weg. Was glaubst du, was bei den nächsten Regenfällen passiert? Jetzt ist ja wieder was angekündigt, ob das jetzt hier die Ausläufer sind oder nicht. Sei mal dahingestellt, ob es jetzt wieder so ein Regenmassen gibt jetzt die Tage. Erwarten wir da, haben wir dann ein ähnliches, analoges Ergebnis von solchen Proben zu erwarten? Also oder kann das vollkommen unterschiedlich sein? Nein, ich hab vor 2 Jahren mal nach einem starken Regenfall in Palma, Ciudad Jardín, so eine Messung gemacht. Und da waren wir eben halt bei 2000. Das, was ihr hier mitgebracht habt, das ist mit 4500. Das schlägt schon, ich sag mal, fast den Boden aus. Wahrscheinlich, wenn es das nächste Mal regnet, ist schon ein großer Teil rausgespült. Also, weil so ein Klärwerk versucht ja normal zu arbeiten. Wenn das jetzt aber so konzentriert ausgespült wird, dann kann man sagen, beim nächsten Regenfall ist es nicht so schlimm. Aber trotz alledem, das, was da den Torrent hochfließt, das
geht ja nicht isoliert ins Meer, sondern es versickert ja auch ein Teil im Boden. Und das heißt, wenn wir Brunnen haben dort in der Nähe, dann haben wir alles da drin, was wir wollen. Ich nehme mal ein Beispiel aus Deutschland. Wenn ich jetzt mal gucke, man kann ja in Deutschland jedes Wasserwerk auslesen. Wenn ich jetzt in Berlin und Potsdam gucke, in die Wasserwerke, kann man schon im Minimalbereich Antibabypille nachweisen. Ja. Es ist ja dann nicht nur so, dass ich hier, was wir hier messen, das ist ja nur ein ganz kleines Spektrum. Ist zwar schlimm genug und macht die Aussage, da nicht drinne baden, gesundheitsgefährdend. Nur ist es aber so, will ich Antibabypille trinken, auch wenn es im homöopathischen Bereich ist? Ich würde es nicht wollen. Sicher nicht. Nee. Und wenn man in Sachen Umweltschutz was machen will, muss man eigentlich auch sagen, diese Insel ist zu klein, um diese Masse, von Tourismus und von Must-Have. Wir haben ja viele, die hier Häuser bauen und bauen lassen, die das Geld dafür haben. Das ist ein Must-Have. Ich muss so ein Haus haben. Aber im Gegenzug muss ich auch sagen, okay, wenn du unbedingt ein Haus auf Mallorca haben musst, weil du zu viel Geld hast, dann muss man eigentlich auch sagen, dann musst du auch für die Infrastruktur dieser Insel sorgen. Und das Gleiche ist mit den Kreuzfahrtschiffen auch. Wenn die hier anlanden, es ist ja, keiner hält ja die Blase ein, weil er vom Schiff runtergeht, sondern die gehen in Palma irgendwo in ein Restaurant und gehen dort auf die Toilette. Absolut. Und wenn sie dann irgendwo vorher woanders waren oder was Schlechtes gegessen haben, ja, dann kommt da eben auch das mit drauf. Also es ist eben halt so, guckt euch an, wie oft ihr am Tag auf Toilette müsst, wie lange so ein Landgang ist, was da alles an Scheiße zusammenkommt, wortwörtlich. Und das muss diese Insel auch verarbeiten können, wie jede andere Insel auch. Das ist eine super coole Analogie hin zu dem Thema Massentourismus auf jeden Fall. Die werden wir mit Sicherheit auch noch mal. Wir waren ja schon mal dabei und haben da schon mal so ein bisschen angefangen. Wir sollten auf jeden Fall das Massentourismus-Thema weiter im Auge behalten, auch gerade hinsichtlich der Gesetzgebung, die nicht eingehalten wird oder eben so weiter und so fort. Micha, haben wir noch zu den Proben irgendwelche Informationen, die unbedingt wichtig sind? Also, was man im Fazit sagen kann, wenn es riecht, ist da irgendwas am Werke. Und wenn eine rote Flagge gehisst wird, dann heißt es, gab auf jeden Fall Werte über 1000 koloniebildende Einheiten, wo man mit rechnen muss. Man muss auch ganz ehrlich sagen, so einen Strand müsste man länger sperren. Ich habe jetzt gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass diese Erdaufwirbelungen von dieser roten Erde, die damit hochgespült wurden, immer noch spürbar sind. Auf jeden Fall. Also wir haben auf jeden Fall die einen Tag später und auch 2 Tage später jetzt nochmal Drohnenaufnahmen gemacht. Man sieht das immer noch, auch die Ausläufer noch. Und ja, es verteilt sich natürlich immer mehr, aber zu sehen ist es dennoch. Ja. So, und da ist es eben halt so, und das muss man auch wissen, wenn das so Buchten sind, wenn dort keine Durchströmung stattfindet, da steht das, ne? Dann steht das. So, und dann kann es nicht weg. Klar werden diese Keime alle im Meerwasser irgendwann eliminiert oder so groß verdünnt, dass es nicht mehr so ist. Aber was man sagen kann, wenn es geregnet hat, baden danach und gerade in solchen Einläufen, wo eben halt Torrentwasser oder Klärwasser drin ist, nicht baden. Also das sollte der gesunde Menschenverstand einfach sagen. Ja, super. Vielen Dank, Micha, für deine tolle Fachkompetenz wieder und für die Auswertung der Analysen. Ja, bleibt einem nur zu sagen, danke. Und, Ich muss vielleicht noch eins ergänzen. Ja. Ich habe ja erst gesprochen von den Wasserwerken. Wenn ich im Trinkwasser Antibabypille nachweise, dann könnte ich das auch in diesem Wasser. Und da ist aber die Konzentration um einiges höher, weil bis das Wasser von einem Brunnen irgendwo hochgefördert wird, da ist natürlich einiges an Filterprozess da. Aber es ist immer noch nicht genug, um das Zeug raus. Und wir haben ja jetzt solche Giftstoffe wie Glyphosat zum Beispiel, die eingesetzt werden. Und das Grausame ist, in den Klärwerken landen ja nicht nur, ich sag mal, die Pipi-Kaka, sondern teilweise kommen dann eben halt auch Verunreinigungen durch Spritzmittel, die an irgendwelche Gemüsesorten oder Obstsorten hier auf die Insel gekommen sind, die nie angebaut wurden. Aber
in der Toilette landet das irgendwo. Entweder weil ein Mensch das zu sich genommen hat oder weil es irgendwo keine engen Abgrenzung gibt zwischen das, was auf die Toilette geht und das, was im Müll landet. Und beim Müll wäre es auch fatal, wenn jetzt jemand sagt, auch Bananenschalen ist einfach Biomüll. Auf den Bananenschalen, das wissen wir, da sind teilweise Spritzmittel drauf, die sind in Europa nicht mal erlaubt. Aber wir nehmen das und werfen das achtlos in die Landschaft. Und wenn es jemand in großer Menge macht, wenn ein Hotel sagt, ach, die Müllgebühren sind mir zu teuer und ich schmeiße da einfach das Obst rein, ist ja Natur. Nee, so Natur ist es dann ja doch nicht. Also wie gesagt, klar kann man sagen, Michael, was regst du dich auf? Was regst du dich auf? Strom kommt aus der Steckdose, Wasser kommt aus dem Wasserhahn und für meinen Urlaub habe ich schließlich bezahlt. Und ich sag mal, den Leuten kann man nicht helfen, die so engstirnig sind. Aber wer ein bisschen bewusst denkt, sollte auch verstehen, warum die Mallorquiner inzwischen sagen, uns ist das hier zu viel. Und ich kann sagen, als Wassertechniker, stimmt, ihr habt recht, es ist zu viel. Perfekt. Viel zu viel Tourismus. Und das muss man einfach im Fazit sagen. Mit weniger Tourismus wären die Auswüchse da nicht so hoch. Das ist ein sehr, 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 sehr sinnvolles und logisches Statement zum Schluss. Vielen lieben Dank, Micha, aus Pagera vom Pool Dog mit seinem Wasserlabor und ganz, 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 ganz lieben Dank. Sehr gerne.